Markus, Alter. Erwischt, Freunde. Kaum zu fassen. Also bist du an der Was Wadenmaschine? Macht Polacco an der Wadenmaschine, Alter. Freunde, ihr habt mich ja erwischt. Alle denken, ja, ich trainiere keine Waden, aber heute ist es irgendwas in mich gefahren. Denn jetzt haben wir offiziell 9 Wochen Waden geskippt. Und heute dachte ich mir, aus besonderem Anlass, weil heute Sonntag ist, erster Advent, liebe Grüße erstmal, dachte ich mir, wir machen heute Waden. 2 Sätze, das war gerade der 2. Satz. Aber ich darf euch herzlich begrüßen zum Beinbizeps und Bizeps-Training. Bizep, um genau zu sein. Heute werden totale Bizep-Training. Heute werden die Bizepse total zerstört und ihr merkt es meiner Birne schon an. Die letzten Tage in Deutschland, Alter. Bald geht's über den Teich. Und zwar wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, sitzen Alicia und ich schon im Flieger. Ich habe den Tag so ein bisschen erweitert. Gestern Rückentraining hat mich so auseinandergenommen. Das wollten wir eigentlich auch abdrehen, aber ich sag immer Real Talk und habe Markus angerufen und habe gesagt, hey, heute geht's nicht. Ich kann heute nicht drehen. Ihr wisst, ich schmeiß die Cam auch nur an, wenn ich es fühle. Genauso den Stream, genauso Insta mache ich nur, wenn ich das Ganze auch fühle. Heute ist ein Tag, da geht es mir besser, da fühle ich die ganze Scheiße. Und deswegen habe ich nicht wie sonst mein Pull-Training mit Rücken, Bizeps und Beuger gemacht gestern, sondern Alicia hat mich durchs Rückentraining getrieben, was sehr, sehr gut war. Ich spüre halt kompletten Back und deswegen machen wir heute auf dem Sonntag noch Beuger, bisschen Waden, bisschen Adduktoren und dann noch Bizeps. Topsatz haben wir schon gemacht, 2 Sätze mache ich. Also machen wir noch einen an den Adduktoren und einen Waden, dann haben wir den auch auf Kamera, dann können sich die Leute lustig machen. Und ja, dann gehen wir weiter zum Beinbeuger. Wird heute ganz kurz und knackig, jetzt nicht über 90 Minuten das ganze Training, eher so 60, 70, schön Pausen kurz halten, deswegen jetzt viel Gelaber und gleich dann nur noch Training. Ich habe heute das Sackgewand aus dem Schrank geholt, 4XL, lässt grüßen, aber einfach an alle, die die NBA feiern, einfach die Ehrenmänner hier drauf. Okay. Wie das war's? Das reicht. Das reicht für die Waden. Ne, hat folgenden Hintergrund. Wer mein House Secret Waden Video gesehen hat, der weiß, normal mache ich den Supersatz mit der stehenden und mit der sitzenden, weil dann habt ihr die ganze Wade abgedeckt. Die besteht nämlich aus 4 Köpfen, das ganze Ding. Um jetzt auch mal den Anatomie-Gott hier rauszulassen. Spaß beiseite, aber so ein Grundverständnis muss man haben. Und der im Stehen, der gibt euch eben diese extremen Bälle hier, die ich der Wade habe, also die innere Seite, die bei mir sehr, sehr ausgeprägt ist. Und der am Sitzen wiederum gibt euch eher den äußeren Wadenkopf so. Und ich finde, der ist bei mir noch definitiv ausbaufähig. Jetzt nicht extrem oder so, aber einfach für die Ausgeglichenheit, für die maximale Ästhetik, ja, wurde der halt ein bisschen mehr priorisiert. So sieht's aus, jetzt geht's weiter, Beinbeuger im Stehen. Können wir mal Alicia begrüßen? Ja, hallo Alicia, ihr hört uns wahrscheinlich nicht. Die Vollgas im Techno-Set drin und bolzt hier die Frontkniebeugen weg. Bei der heute leckt der am Start. Was wir jetzt neu haben im Bunker, nicht nur bald meine Shaker zu erwerben auf der Website, wenn der Shop wieder online ist, sondern, kennt ihr das noch aus dem Freibad? Haben wir einmal blau und rot den Slush gegönnt, damals noch zu Fettsackzeiten, als die Massephase noch real war. Aber Alter, das braucht ja auch 3 Stunden, bis das Ding voll ist. Naja, mischen wir den Intro an heute, den habe ich immer auf Tasche. Also wer was braucht, einfach herkommen, wisst ihr Bescheid. Das haben wir nämlich hier. Das ist einmal das gute Beta-Alanin, um für den ein oder anderen Kribbler zu sorgen. Das liebst du ja. Ja, ich feiere das Kribbeln ehrlich gesagt und auf der anderen Seite soll Beta-Alanin auch die Ausdauerleistung fördern und stärken. Könnt ihr auch abends vorm Date nehmen. Nee, aber soll tatsächlich dann für die letzten Wiederholungen noch so ein bisschen was bringen. Ihr kennt meine Meinung zu Studien, die haben schon gewisse Bedeutung und sind gut, aber Alter, wenn ich das einfach fühle und mir einrede, dann ist es die bessere Studie und bessere Wirkung. Und wenn ich dann damit 3 Wiederholungen mehr wegzimmer,
Dann heize ich mir das rein. Hier gibt es einen guten Teelöffel von. So, rein in die Olga. M3 ist wichtig, um auf jeden Fall versorgt zu sein und nicht rein zu schmieren und keine Gains auf der Strecke zu halten. Einfach einen Scoop, abgeschätzt, rein ins Getränk. Müsste Orange sein, auch sehr fresh. Wobei, ihr kennt mein Favorite, Peach Maracuja. Aber es wurde alles schon für die USA-Döschen vorgepreppt. Wir haben 36 Morning Shake Dosen am Start. Also wenn die uns in die Staaten lassen, dann könnt ihr Halleluja singen. Ansonsten, wenn ihr das Ganze erwerben wollt, könnt ihr das wie immer bei ESN machen mit Code Polacco. Jetzt noch die letzten Züge der Olympia Prep supporten. Dann wird auf jeden Fall nächstes Mal die Business-Klasse in Angriff genommen. Das wirst du sowieso nicht, jetzt wenn du Millionär wärst. Jetzt? Nee, ich schwöre, ist echt so, ich bin dazu, pass auf, dass du nicht stolperst, ich bin dazu zu schwab, wie sagt man, zu schwab dafür. Ist jemand hier am Beuger? Gut, dann nicht. Wir sind ja nämlich nicht im Urlaub, Alter. Handtücher belegen, das können wir in Mallorca machen, morgens um 7, aber nicht im Bunker. Und wie sexy sehe ich aus, wenn ich hier so dran liege. Ne, ganz wichtig, der hier ist für Pussys. Ne, sind wir wieder bei den Ego-Geschichten hier vom Bodybuilder. Ja, wir haben einen neuen Beuger hier, der blaue, der geht mir besser rein. Und hier auf jeden Fall ganz wichtig, gut aufwärmen, gerade am Ende der Vorbereitung, sehr wichtig, ein paar Aufwärmsätze mehr zu machen. Dementsprechend kannst du mir zweimal höher stecken, bitte. Jetzt hat man den Luxus, den Markus hier am Start. Und hier auch ganz wichtig, Bewegungsqualität ist hier das A und O. Also lasst euer fucking Ego zu Hause beim Beinbeuger-Training und versucht die Hüfte ins Pad zu drücken und nicht den hier zu machen. So, ja, das sieht man immer wieder. Das siehst du, geht nur so der Arsch hoch und der Beuger arbeitet nicht. Also ihr müsst übertrieben versuchen, so reinzugehen und hier richtig aus dem Beuger zu ziehen. Und dann auch nicht ganz runter gehen, sondern schön im Spannungsbereich bleiben. Das Geile ist hier, könnt ihr auch schön das Ding hier Feuer rotzen. So rein und dann Vollgas geben. Jetzt auf Toilette und dann geht's los. Ja, komm, auf geht's. Komm, komm, komm. Ja. Komm, da geht noch was. Zwei Stück, komm. Komm, 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 komm. Noch eine, komm. Die letzte, auf geht's. Komm. Oh. Aggressiv geladen, ja. Die Stimmung am Sonntag. Auch wichtig jetzt gegen Ende der Vorbereitung muss auch ich mich, ich will jetzt nicht sagen bremsen, aber Stefan hat gesagt und ich bin auch der Meinung, man sollte gucken, dass man den Muskel stimuliert, aber sich nicht mehr so komplett verausgabt und zerstört, weil ja, jetzt die Regeneration eben sehr wichtig ist und wenn die Kalorien sehr knapp sind, der Output sehr hoch, dann muss man immer gucken, also jetzt so ein Satz mit 4 Straps, sprich Wiederholung, wo Alicia jetzt geholfen hat, ist cool, aber es sollte nicht mehr jeder Satz mit 4 Strap sein und Drop Sets und Supersätzen. Ja, deswegen mache ich meistens einen Dropsatz pro Muskelgruppe immer im Training oder eine Intensitätstechnik und dann ist gut. Weiter geht's, stehender Beinbeuger,
3 Sätze. Gewicht bleibt in den 3 Sätzen gleich. Und Wiederholungen so viel wie gehen. Am besten über 10. Kurze Pausen, heute komplett durchs Training durch. Beinbeuger oder wie der Markus sagen würde, der Beinbizep und der normale Bizep brauchen nicht so viel Regenerationszeit, benutzt ihr viel im Alltag, deswegen können wir da die kurzen Pausenzeiten durchgängig durchschieben und ja, haben auch nicht so viel Nervensystembelastung, also ist jetzt keine schwere Beinpresse, Kniebeuge, Kreuzheben, Rudern oder sonst was, Presse, wo ihr viel Pause braucht, deswegen geht es eigentlich so durch. In der Prep werden die Hosen so groß, da hat man hier immer Probleme. Normal ziehe ich immer eine kurze Hose noch drunter, dann passen die perfekt. Aber was ein gutes Zeichen ist, wenn der Beinbeuger-Pump hier so am Start ist, dass die hinten auf jeden Fall gut hebt. Das ist ein gutes Zeichen. Könnt ihr das überprüfen. Ein Satz noch und dann geht es weiter. Der ersten Bizep-Übung für den Arm, aber weil ich habe mir auch gedacht, so wenn ich beide Bizeps trainiere, dann denkt der Beuger vielleicht, beziehungsweise der Bizeps, er muss genauso wachsen wie der. Und das wäre natürlich das Optimum. Die Übung, die ich extrem abfeiere in letzter Zeit, die Bizep-Klimmzüge. Komm. Schön High Rep, 20 Wiederholungen, um richtig Blut reinzubringen. Sozusagen als Mischung aus Warm-up, aber schon effektiven Reiz. Funktioniert bei mir da bei den Armen ziemlich krass, diese höheren Wiederholungsbereiche. Aber am besten deckt ihr in jedem Training natürlich alle ab. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und jetzt gerade in den letzten Wochen der Prep, ganz interessant, da jetzt die passiven Strukturen, Bänder, Sehnen ein bisschen spröde werden, wenn man zu wenig Körperfett und Wasser in sich hat, empfehle ich da auf jeden Fall, solche Isolationsübungen am Anfang zu machen, um einfach Verletzungsrisiko zu minimieren. Also beim Beintraining zum Beispiel mache ich am Anfang Beinstrecker, dass richtig schön Blut drin ist. Die Sehnen und Bänder da auf jeden Fall versorgt sind. Und was auch ganz gut hilft, sind Kollagenpeptide oder das UC2 zum Beispiel, was wir am Start haben, zu supplementieren. Gerade in den letzten Wochen der Diät sehr, sehr wichtig, um verletzungsfrei zu bleiben. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich da dagegen tue. Im Endeffekt kann man nicht mehr machen, aber clever trainieren in den letzten Wochen der Diät ist sehr, sehr wichtig, und den Tipp habe ich von keinem geringeren als Dorian Yates gekriegt, der sich halt meistens verletzt hat in den letzten 3-4 Wochen, sich die Bizepse abgerissen hat etc. Und der war ja auch so ein Verfechter von schwerem HIIT-Training, hat mir dann aber auch gesagt, die letzten Wochen hätte der lieber ein bisschen zurückstecken sollen vom Gewicht, dafür mehr Wiederholung machen sollen. Weil klar, mechanische Last ist das eine, die den Reiz bringt, also das pure Gewicht. Aber viele Wege führen nach Rom. Und Phil Heath oder Jay Cutler hat, keine Ahnung, 20 Sätze gemacht, relativ leicht. Und dem sind auch die Muskeln gewachsen. Also Hypertrophie und Reize setzen kann man auf vielen verschiedenen Wegen. Ich bin auch der Meinung, durch schweres Gewicht funktioniert es am besten, aber irgendwann in der Diät muss man, wie gesagt, aufpassen. So. Heute mal nicht ins Trainingsbuch, aber in die Handy-Notizen der Plan von heute. Aber du darfst jetzt hier nicht leaken. Hab ich doch gerade. Sehr gut. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 3 noch, komm. 9. Jetzt helfen. Kannst du helfen? Komm. Ich bin da. Mehr. Ich bin da. Komm. Oh, fuck. Einmal ein Hashtag, wir lieben Markus in die Comments. Für den Ehrenmann, der Spotten, Filmen und was weiß ich noch alles gleichzeitig kann. Und meine Arme heute gar nicht sehen. Ich bin extrem leer. Flachheit gehört dazu. Um maximale Shreddedkeit zu erreichen, ist die goldene Regel. Das ist das, wo die meisten dann anfangen mit jetzt bin ich flach und sehe scheiße aus und kann nicht Gas geben, aber könnt ihr schon, wenn ihr noch wollt. Komm! Jetzt arbeiten wir hinterm Körper, um die Funktionen vom Bizep abzuarbeiten. Und hier machen wir 3 Sätze, wie heute überall, hinterm Körper, Cable Curl mit diesen speziellen Fat Grips. Einfach, weil die so ein keilförmiges Ding haben. Und dann kannst du besser supinieren, also die Hand eindrehen sozusagen. Hier mal zeigen. Hier. Es geht hier so, also hier ist dick und hier ist dünner. Ich greife hier rein und dann kannst du richtig eindrehen. Und je mehr Supination man hat, wo die meisten fehlende Beweglichkeit haben, umso mehr Reiz dann im Arm drin. Und das ist eine coole Sache. Hier habe ich auf jeden Fall einen spontanen Dropsatz eingebaut, weil ich jetzt im Satz davor 12 oder 13 Wiederholungen gemacht habe, was ich schon gut fand. Für den Bizeps immer zwischen 10 und 15, wie ich vorher schon gesagt habe, feiere ich. Und dann habe ich nur 8 gemacht, also der Satz davor hat dementsprechend gescheppert. Dann dachte ich so nicht, mein Freund, und habe dann nochmal gedroppt und dann nochmal 6, 7 Stück hinterher gemacht. Und das war eine richtige Entscheidung und war richtig gut. Und jetzt werde ich noch einen Satz einzeln machen dafür. Und dann passt es. Also ihr seht schon, sehr intuitiv auch manchmal trainieren, ist auch wichtig, weil wenn was auf dem Plan steht, das aber an dem Tag nicht so funktioniert, dann müsst ihr da umdenken. Und das hat mir auch ganz viel gebracht, psychisch in meiner Vorbereitung, Intuition walten zu lassen und auf meine über 10 Jahre Trainingserfahrung zu vertrauen, auf meinen Körper zu vertrauen, auf das Gefühl zu vertrauen, was richtig ist, was ich machen muss. Und das hat sehr gut geklappt und gibt einem natürlich Ruhe. Jeden Anfänger würde ich deswegen empfehlen, auch mal das Trainingsbuch wegzulegen, mal eine Woche. Aber den Leuten, die das zum Beispiel nicht machen, mal eins ans Herz zu legen, auch ganz wichtig, weil so könnt ihr eure Progression irgendwo tracken und irgendwo festhalten. Und ich verstehe die Leute nicht, die, keine Ahnung, ihre Ernährung tracken, ihren Schlaf tracken, aber dann das Training nicht, was so wichtig ist. Und deswegen ist beides gut. Also wie immer, es gibt nicht nur einen richtigen Weg, aber für die war es so Vollgas, oh, ich habe letzte Woche einen mehr gemacht oder einen weniger und so sich vor auf Zahlen versteifen. Denen sage ich mal, Junge, leg das Heft zur Seite und geh mal danach, wie hat sich jetzt der Bizeps angefühlt und nicht, die Wiederholung habe ich gemacht. Ich könnte jetzt auch noch abfälschen und 3 mehr machen, aber die werden sicher nicht aus dem Bizeps gezogen. Heute einige Weisheiten zum Sonntag, aber ich will euch auch immer möglichst mein Wissen, meine Erfahrungen im Training mit auf den Weg geben. Es soll eine Mischung aus, keine Ahnung, Entertainment, geilen Content, meinem Charakter und aber auch Wissensvermittlung sein. Und wer daraus was nicht mitnimmt, ist euch überlassen, aber ich finde diesen Mix immer ganz cool. Und deswegen, hoffentlich hat Deutschland bald mehr Bizep. Das ist die letzte oder vorletzte, ich überlege gerade. Ich
Ich würde gerne noch eine so richtig zum Auspumpen machen. Sagen wir die vorletzte, waren aber auch nur 2 Sätze hier. Die gute alte Dorian Yates Machine Curl. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll, wie die heißt. Jedenfalls, auf jeden Fall läuft die noch mit Ketten und die gibt ein ordentliches Gefühl im Bizep, weil der halt komplett isoliert ist. Ihr habt den hier am schwachsten Punkt. Liegt hier auf, zieht die eben hier rein und dann arbeitet der auf jeden Fall gut. Komm. Sehr gut. Oh, ja, Mann. Kann dich ziemlich killen mit wenig Gewicht. Und so soll es auch sein, dass man komplett aus dem Arm zieht. Ich lege hier auch gern die Hand auf und spüre, wie jede Faser für sich arbeitet. Weil das Geile ist auch, wenn man richtig shredded ist, richtig in Form, kann man die Muskelfasern extrem gut spüren. Also jeder Bühnenathlet oder jeder, der schon mal unter 8% Körperfett war, kann das nachempfinden. Gerade auch so beim Beinbeuger-Training oder so, wenn ihr so reinzieht, habt ihr einfach eine richtig kranke Connection. Im Vergleich, wenn ihr jetzt 15-20% Körperfett habt, finde ich mal ganz geil. Und da arbeite ich dann immer ordentlich die Qualität raus. Na los, pump's aus. Genau so. Alles rausholen, komm. Komm. So Freunde, ihr habt es gesehen. Einen Satz haben wir noch Vollgas ausgepumpt, hier drüber gelegt. Auch nochmal für den Bizep Peak. Dann aufgestanden, direkt SZ-Curls geballert. Direkt zu den Kurzhanteln und sich noch völlig einen reingepumpt. So sieht's aus. Let's wrap this up. Das war das Beinbeuger, bisschen Waden und Bizep-Training. Also das Bizep-Training. Wie nochmal? So nennen wir das jetzt, das Beinbeuger-Bizep-Training. So müssen wir es auch in den Titel schreiben. Das Beinbeuger-Bizep. Happy mit dem Training, lief richtig gut, schön auseinandergenommen. War doch die richtige Entscheidung, das jetzt aufzuteilen und nicht gestern alles zu machen. Die nächsten Videos, eins kommt noch von hier, höchstwahrscheinlich, und die anderen kommen dann aus den USA, aus Las Vegas. Mein erstes Mal oder unser erstes Mal. Wir sind gespannt wie Flitzebogen. Ich liebe es ja immer, in den Staaten zu sein. Das gibt mir dann auch neue Motivation. Ihr begleitet uns auf dem Weg bis zum Tag X. Es wird spannend jetzt, Freunde. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert fleißig, aber das brauche ich euch nicht zu sagen, das macht ihr schon. Bedanke ich mich recht herzlich für, auch für die ganzen Einkäufe über Polacco bei ESN. Ehre an der Stelle, also wirklich, wirklich geil der Support. Alice und ich sind mega happy drüber und ja, wir ziehen durch, Freunde. Ich verabschiede mich aus dem Bunker. Wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein, adios und schönen Advent.